Test, Test. Okay, funktioniert. Jetzt gucke ich noch, ob ich die Cam ankrieg. Die Cam ankrieg. Ja, perfekt. Ich mach mal das vielleicht so rüber. So. Ich guck mal, ob ich alles noch eingestellt krieg. Wenigstens ein bisschen. Frage ist. Ah ja, doch, funktioniert. 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 Ein bisschen, ne? Ein bisschen aber Zeit. Ich mach mal größer. Oder warte mal, ich bin ein Witz. Den Chat braucht man ja nicht unbedingt. Vielleicht so besser. Ja. Ich mach's größer, sobald es beginnt. Das ist dann einfacher für mich. Viel, viel einfacher. Sonst habe ich nachher ein großes Problem. Ich gucke mal, ob ich den Dings-Chat irgendwie in einem neuen Fenster. Ja, gerade kann ich. Sonst habe ich den nachher nicht bei mir. So. So. Das ist nachher für mich einfacher. So. So, sorry, dass ich immer switche. Aber ist dann für mich einfacher. So, yep, das ist. Den tue ich hier. Damit er mir nicht näher. Ja, super Mauszeiger im Bild. Das ist. Das bin typisch ich wieder. Geil. Ähm, ich mache den Mauszeigerschnitt aus. So, nein. Oh Mann, super. So, jetzt. Das ich und live, ne? Das ist grandios. Das ist natürlich super, wenn ich alles nur. Ich hoffe, das ist synchron, sonst habe ich nachher ein Problem. Mach's nachher größer. Ich glaube, ich mache mal das Licht an. Moment mal. Besser, wenn ich das Licht anhabe. Ja, das ist furchtbar. Da sieht man alles im Hintergrund. Das ist, das ist schlimm. Irgendwie YouTube meckert gerade. Warum denn das? Sehr gute Verbindung. Okay, warum hast du dann vorhin gemeckert? Hä? Das ist das Live Control Room. Das ist natürlich toll. Das interessiert natürlich die wenigsten. Also, jetzt habe ich's. Bis man natürlich die ganze Technik eingestellt hat, dauert es eine Weile. Audio ist auch perfekt. Ich hole noch schon mein Spezi. Warte mal, ich mache mal kurz die Kamera aus. Nur ein paar Minuten.
So. Mhm. Die Frage ist nur, wo ich es gerade hinstelle. Die. Ist gut, dass ihr meinen Live-Chat um jedes Mal seht, wenn ich switch. Das ist natürlich ganz vorteilhaft. ähm, das Grund ist, ich tue auch ziemlich selten auf YouTube streamen. Das kommt halt auch noch mit dazu. Aber ich glaube, jetzt kann man es so lassen. Ja, Facecam ist groß genug. Kommst du? Hallo, Facecam? Da. Ah, okay, sehr gut. Reaction oder Facecam ist auch natürlich auch sehr vorteilhaft. Das ist unglaublich. Dann geht's endlich los. Hoffentlich bald. Hoffentlich, hoffentlich. Mm. 5 Minuten. Ich zieh mal ein bisschen. Nein, ich wollte die Webcam eigentlich haben. Wie ziehe ich diesen so ein bisschen auf die Seite. So. Das ist. Braucht meine Wenigkeit jetzt nicht komplett im Gesicht drin zu haben. Das wäre ja richtig scheiße. Das wäre ja richtig Mist. Bam, 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 bam. Los, Nintendo. Macht. Gas. Oh Mann. Ich frage mich gerade, was der Unterschied ist. Mama, Top Chat. Ich kann ja da währenddessen ja eigentlich ich bin echt gespannt, was kommt. Ich bin echt gespannt. Dann müsste ich ja noch einen Schluck bekommen. Das geht mal gar nicht. So heiß in dem Zimmer, obwohl ich Dings zu habe, das ist unglaublich. Ich schwitze mich dermaßen eine ab, das ist nicht mehr normal. Warte mal. Ja, lass mal. Ich hoffe, den Ton hört man nachher, weil das kann ich jetzt nicht ausprobieren. Also, ich sehe ja nur, was ich hier habe und ich hoffe halt auch, dass die Dings einigermaßen so bleibt, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Das ist halt die Frage, ob das dann auch so funktioniert, wie es sein soll. Also 15 Minuten. Hoffentlich sind. Super. Ich sagte, hoffentlich sind die 15 Minuten gut investiert. Und ich habe einen fetten Sonnenbrand.
vom Ding, vom Freibad, ne, am Gesicht. Das ist natürlich ganz toll. Super. Mann. Ich hoffe, ich habe den Stuhl jetzt nicht geschrottet. Jetzt kriege ich ihm einen auf den Deckel von meinem Vater. Okay. Zwei Minuten. Gucken wir mal kurz den Nintendo-Chat an. Ja. Das ist falsch. Eigentlich wollte ich Nintendo. Warte mal, Nintendo. Deutsch. Nein, das ist das normale Nintendo. So. Ah, jetzt, das sieht schon besser aus. Das war das normale Nintendo. Okay. Ich denke die ganze Zeit, warum kommt der berühmte Ladebildschirm nicht? Anfängerfehler ist es nicht. Das ist okay. Das ist natürlich ganz, ganz super. Das aber das habe ich jetzt das Richtige, oder? Nicht, dass ich schon in Deutschland. Ja, das ist Nintendo in Deutschland. Das war echt ein Klassiker. Oh Mann. Ich mache gleich Vollbild, sobald es beginnt. Also dann würde ich sagen, hallo und willkommen zu der Reaction von der Nintendo Pokémon Direct. Ich bin echt gespannt. Gleich geht's los. Noch einen Schluck. Ich mach schon mal das Bild größer. Das Problem ist dann... Ja, lol. Das war gut. Super. Liegt das an mir? Nee, das liegt nicht an mir. Okay, WTF. Sag nicht, das ist abgestürzt. Ach man, das gibt's ja nicht. Oh, es geht los. Ich muss meine Kopfhörer. Ich mach's mal größer für euch. Warte mal. Ey, das gibt... Weißt du was? Ich wechsle auf Twitch. Das ist mir zu blöd. Das gibt's ja nicht. So. So, besser. YouTube hat keinen Bock, okay. Auch gut. Das ist ganz toll. OMG.
Musik, hey. Hello, I'm Masuda from Game Freak. Hi, I'm Omori from Game Freak. What did you think of the video? Today, we would like to deliver the latest news on Pokemon Sword and Pokemon Shield to all of you around the world, right here from Game Freak's offices where development is underway. Also You die can take on the Grafik role of sieht the schon main mal echt character, gut aus. who resides in the Galar region. After Gut. choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as your first partner Pokemon, you will embark on an adventure to become the champion. Ich weiß schon, welches Your ich journey nehmen will will, take und you zwar through vast and das lush Ding, grasslands, towns in which you will find humans and das, Pokemon working together, and many other locations Puh. filled with rich personality. Pokemon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Ach nee, Stadiums echt. across the Galar region are frequently filled with cheering crowds that have gathered to witness Es sieht battles aus between gym wie, leaders and challengers. Wie ein Fußballstadion. The excitement of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. Das sieht auch wirklich The most aus wie ein exciting part of visiting a Fußballstadion. new region is, of course, encountering Pokemon that you've never seen before. To tell you more about some of the Pokemon that reside in the Galar region, I'd like to hand it over to James, the art director on these games. Hey, Jamie. Hello, I'm James Turner from Game Freak. I worked as the art director for these games. There are a lot of never-before-seen Pokemon that await you in the Galar region, but allow me to introduce you to just a few of them. Da bin ich gespannt, hau raus. The first Pokemon I'd like to show you is Wally. Woolly. Oh, This okay. Pokemon's defining characteristic is its fluffy fur, which is treasured by weavers in a town in the Galar region, who use it to craft popular specialty goods. Aber es sieht voll süß aus. This Pokemon here is Gossifleur, the flowering Pokemon. Gossifleur favors places with clean air and water, and its pollen is said to have healing properties. This next Pokemon is called Dreadnought, the bite Pokemon. The Das sharp erinnert mich and irgendein jagged anderes edges Pokémon of its noch. jaw allow Ich weiß it nicht to bite welches. off chunks of rock and iron. Das Its ist halt die vicious Frage. nature makes it a difficult Pokemon to tame for all but the most experienced trainers. This Pokemon that can be seen flying steadily through the sky is called Corviknight. It puts its skills to use when working as a flying taxi, which will take the player Sieht back komisch to any aus. town he or she has previously visited. As many of you already know, some Pokemon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. Okay. Gossifleur is one of these Pokemon. When Gossifleur evolves, Ja, aber das Design von dem lässt sich. it becomes Eldegoss. As you can see, there are now small seeds scattered across its fuzzy head. These seeds are said to promote growth in plants and can revitalize both people and Pokemon. Krafttraining, okay. That's Nicht- all I Keine can show schlechte you this Idee. time. There are lots more Pokemon living in the Galar region for you to discover. Of course, you can look forward to finding many Pokemon you're already familiar with. I Ja, hope die you're as Klassiker. excited as we are to encounter the amazing variety of Pokemon that inhabit the Galar region. Ah, also so schlecht finde ich die Grafik gar nicht. Meeting lots of Pokemon is one of the Ich habe thrills schon of the Schlechteres adventure. gesehen. Sonne und Mond. And where you will find the widest variety of Pokemon out of anywhere in the Galar region is in a place called the Wild Area. Naturzonen. This wild area stretches between cities and is filled with abundant nature as far as the eye can see. Different Pokemon can appear depending on where you are and what the weather is like, meaning there will be new discoveries for you each day. Some of you may Interessant. already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing you to better search for items and Pokemon.
Search far and wide in the tall Aber grass, so wie es in the aussieht, skies above, and even in the lakes. haben For sie you never know what die you might find. In certain locations in the Galar region, a new phenomenon can be triggered that makes a Pokemon giant in size and gives it incredible strength. This phenomenon is called Dynamaxing. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokemon. For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. Okay, ist überhaupt nicht übertrieben. Nein, Hi, nein. I'm Iwao from Game Freak and the planning director for Pokemon Sword and Pokemon Shield. Let me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokemon battles. Pokemon from the Galar region can Dynamax to not only become massive in size, but also boost their power. Ja, schon ein bisschen groß, ne? All the moves they know turn into powerful max moves. Dynamaxing can be used once per battle. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. So, you need to choose wisely when to trigger it. Mastering Dynamax will be key to becoming a full-fledged Pokemon trainer in these games. Remember that wild area we told you about? If you connect to other players, you'll find more ways to play there. One of these new multiplayer features is called Max Raid Battles, in which 4 Pokemon trainers can join forces to challenge wild Dynamax Pokemon. In Max Raid Battles, the wild Dynamax Pokemon keeps its giant form for the entire battle. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these 4 players who have teamed up for the Max Raid battle will be able to Dynamax their Pokemon in each battle, so coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild Pokemon. If you and your allies manage to emerge victorious, you will get a chance to capture the Pokemon in a truly dynamic catch sequence. The Pokemon that you can take on in Max Raid battles also vary depending on where you are in the wild area and the state of the weather. Among these different Pokemon are some that can only be caught after you defeat them in Max Raid battles. So we hope trainers will join forces and test their skills against a variety of Pokemon. Kommt drauf nur an, wie man das umsetzt, ne? Aber sie gar nicht mal das Max Raid schlecht battles aus. feature strategic cooperative 4-player gameplay against Also a 4 single Spieler Pokemon, auf which dem is a Dings first for the main series of mit Pokemon Dynamax. games. Okay, gut. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle these battles with friends in person and experience the excitement together. You can also connect with other players over the internet to enjoy Oh doch, playing ich with wollte other gerade trainers sagen. from all Ich wollte around the gerade globe. sagen. So I hope you'll try Max Raid battles with all sorts of other players. Also doch online. Ja, yeah, geht doch. Next, I would like to introduce some of the people you'll encounter on your adventure. Charaktere. This guy is the greatest trainer in the Galar region, and also the current champion. His name is Leon. In a region where Pokemon battles are so widely enjoyed, his Deutsche Namen undefeated sind ja record in natürlich total official furchtbar, matches aber okay. is all the more incredible. His popularity is only enhanced by his shining personality, winning him the adoration of trainers across the region. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. The champion has a younger brother, who also happens to be one of your rivals. His name is Hop. Hop dreams to one day become champion just like his elder brother, and he trains vigorously every day towards this goal. His journey through the Galar region begins on the same day as yours. On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these 2 characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant. Their abundant wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. Ich finde es so lustig. Das sieht wirklich aus wie ein Fußballstadion, das Ding.
Next, I would like to talk about the Pokemon gyms in Die the Galar Arena. region. You and your rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the region in order to achieve your goal of becoming champion. These gym stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokemon to be Dynamax. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to counter them with some of your own. So, ich habe nur was gerade geguckt. Sorry. Battles between two Dynamax Pokemon are explosive and will cause the energy and excitement in the stadium to reach its peak. Let me introduce one of the gym leaders to you. Das war als optisch von... This is the grass-type expert, Milo. Krass. This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokemon, and you will have to overcome his tenacious fighting style to continue your journey. Aber sein Artstyle finde ich, also zumindest das Gesicht Look finde ich forward to furchtbar. facing many more heated battles against gym leaders over the course of your adventure. We've shown off quite a bit today, but I have one more video I would like you to see. Okay, hau raus. Please Hau raus. take a look. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht aus wie Spielegrafik. Das sind wahrscheinlich die kompletten, die legendären. Aber die sehen gleich aus, oder? Nee, doch. Ja, ein bisschen. Ich hab noch eins. The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar Ah, die ist region, doch richtig. called Hier sind. Zacian and Zamazenta. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. I hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Of course, what we revealed today is just a small part of what you will find in Pokemon Sword and Pokemon Shield. There are many more Pokemon and interesting characters for you to discover in the Galar region. We're putting everything we've got here at Game Freak into making Pokemon Sword and Pokemon Shield a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it. Thanks to all of our guests from Game Freak. Finally, I would like to announce the release date. Oh ja, hau raus. Pokemon Sword and Pokemon Doch, November. Shield Hab ich doch will be gewusst. Ich available hab's on gewusst, dass das in 2019 im global November simultaneous raus. Ich hab's On the same day, gewusst. we'll also be offering a dual pack version, which includes the following contents. Mit Steelbook. I hope you will look forward to your new Pokemon Bräuchte ich adventure in unbedingt the einen Galar Punkt, region. aber ist auch. Thank you for watching. So. Ja, was soll ich sagen? Meine persönliche Meinung, also es sieht nicht schlecht aus. Also was sie gezeigt haben, sieht wirklich nicht schlecht aus. Und auch die Grafik sieht toll aus. Da bin ich echt gehypt. Auch die ganze Sache mit dem Dynamax-Entwicklung finde ich auch gut. Und ja, wie es umgesetzt ist, Grafik, sage ich nichts. Die kenne ich ja schon teilweise. Aber sonst top, geht Freak, top. Geht also doch. Und die, wie gesagt, die Arenen sehen aus wie ein Fußballstadion. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert wirklich wie ein Fußballstadion. Und die legendären sehen auch sogar besser aus als bei Sonne und Mond. Das auf jeden Fall. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Sorry wegen die Anfangsschwierigkeiten, aber wie gesagt, das kann immer mal vorkommen, wenn man live ist. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.